Die Uruk-Waka-Sammlung ist eine Dauerleihgabe des Deutschen Archäologischen Instituts an die Uni Heidelberg. Wir haben über 8000 Originalartefakte in der Sammlung aus dem Fundort Uruk im heutigen Südirak, aus 6 Jahrtausenden Siedlungsgeschichte. Und das ganz Spezielle an der Sammlung ist ein Korpus an Funden, an Exponaten, die uns erzählen können, wie die erste Schrift entstanden ist. Mein Name ist Christina Segmeier, ich bin die Kuratorin der Uruk-Waka-Sammlung, von Haus aus vorderasiatische Archäologin, und parallel dazu bin ich die Koordinatorin des Heidelberger Forschungslabors Alter Orient. Meine Passion für das Fach, die kommt daher, dass wir es hier mit der Wiege der Zivilisation zu tun haben und die erforschen. Die Wiege der Schrift, die Wiege des Urbanismus im weitesten Sinne. Wenn wir schauen, was wir an Exponaten haben, dann ist das einmal ein Querschnitt durch die Lebensgeschichte dieser Stadt Uruk. Von Keramik über Architekturteilen, eben die Schriftstücke, aber auch Schmuck, Alltagsgegenstände und noch eine sehr besondere Gruppe, das sind frühe Metallfunde, auch aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Das ist so eine Transferzeit, das 4. Jahrtausend mit der Entstehung von Schrift, mit der Entstehung von Großstädten. Wir können ganz viel erfahren über den Wunsch, dauerhaft zu kommunizieren. Wir können rauslesen, wie das Verhältnis zur Macht ist, zur Erinnerung, wie man Religion versteht, wie Gesellschaft sich selbst organisiert. Das ist, finde ich, immer noch einer der spannendsten Aspekte, den wir in der Sammlung nachzeichnen können. Eines meiner absoluten Lieblingsexponate ist tatsächlich ein kleiner Kopf aus Kreidestein, so groß wie ein Daumen. Tatsächlich die Darstellung eines Wiesens, das wirklich sehr fein gearbeitet ist und auch Augeneinlagen aus Perlmutt hat. Wir wissen, dass auf der Unterseite ein Loch ist, so eine Durchbohrung. Das heißt, das Köpfchen war irgendwo aufgesetzt. Das kann sein, dass es sich um einen Griff handelt, also für einen Dolch oder Ähnliches. Es kann aber auch sein, dass es Teil einer sogenannten Kompositstatue ist, also einer zusammengesetzten Figur aus unterschiedlichen Materialien. Wir haben hier eine formative Phase mit dem 4. Jahrtausend, in der wir sehen, dass sich vieles verändert, unter anderem eben in der Kunst. Also dieses Tierköpfchen in seiner Darstellung ist was ganz Neues, wenn man das vergleicht mit dem, was vorher war, weil es sehr naturalistisch ist, sehr plastisch ist. Diese Hohlkugeln als Fundgruppe sind wahnsinnig spannend, denn sie zeigen uns einen Zwischenschritt auf dem Weg hin, die Schrift zu erfinden. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wir haben einen Klumpen Ton, der plattgedrückt wurde, zu einer Kugel geformt wurde, verschlossen wurde, im Zweifelsfall versiegelt wurde oder gestempelt wurde, um es zu sichern. Und das, was gesichert wurde, ist drinnen. Das sind kleine Zählsteinchen, auch aus Ton, in verschiedenen Formen. Also wir wissen, sie haben etwas gezählt, aber wir wissen nicht, was sie gezählt haben. Und das sehen wir später im Laufe hin zur Schriftentstehung, denn das nächste, was passiert nach diesen Hohlkugeln, sind sogenannte numerische Tafeln. Da hat man also diese Kugel flach gedrückt und einfach die Zähleindrücke auf die Tafel gedrückt. Und in dem nächsten logischen Schritt hat man dann ein Schriftzeichen dazu gesetzt. Diese Gruppe der Tonpilze, das ist eine sehr, sehr spannende Fundgruppe. Diese Pilze sind beschrieben auf dem Kopf und auf dem Schaft mit der gleichen Inschrift, und zwar der Inschrift eines Herrschers aus Uruk, Sin-Kashid, der darauf beschreibt, dass er Tempel baut für Gottheiten, die gar nicht so gängig sind. Und er rühmt sich in diesen Inschriften, dass er ein so guter Herrscher sei, dass zu seiner Zeit alle Preise stabil sind. Wir wissen aber aus zeitgenössischen Texten, dass das nicht wahr ist. Und das ist doppelt interessant, wenn man betrachtet, wie diese Pilze verbaut wurden. Die waren nämlich nicht sichtbar. Man hat die in das Mauerwerk gesetzt und verschrahlt. Das heißt, man hat die gar nicht gesehen später. Und das zeigt uns so ein bisschen das Herrscher-Selbstverständnis. Er rühmt sich ja nicht vor seinen Untertanen, sondern diese Inschriften sind für die Götterwelt gedacht. Und das erklärt uns einfach sehr viel über die Denkweise, das damalige Selbstverständnis. Und wir sehen eben auch mit der Entstehung der Schrift und dann später auch mit dem Tonpilz und dem, wie der Herrscher sich präsentiert, haben wir Einblicke in Gesellschaftsstrukturen und auch wie man sich selbst repräsentieren möchte, wie man erinnern möchte und erinnert werden möchte. Die Uruk-Waka-Sammlung ist ganz aktiv in die Lehre eingebunden hier an der Universität. Gleichzeitig ist die Sammlung auch sehr stark in Forschung involviert. Die Neueröffnung der Sammlung bietet uns natürlich ein ganz anderes Potenzial, mit dem umzugehen, was die Sammlung der Öffentlichkeit bieten kann. Wie bilden wir Gesellschaft? Wie gehen wir miteinander um? Wie strukturieren wir uns? Das können wir hier sehr schön nachzeichnen. Ich sehe die Sammlung auch als Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Wir haben hier die Möglichkeit, Vergangenheit in die Gegenwart zu transportieren, Prozesse zu erklären, die vielleicht auch unseren heutigen Diskursen ähneln und Menschen zusammenzubringen.